Heute wird es endlich bunt. Wir haben frische 38 Grad hier drin. Hilfe! Ich renoviere gerade mein 33 Jahre altes Wohnmobil. Und ein Blick auf meinen ausgeklügelten Renovierungsplan verrät, dass als nächstes die farbliche Umgestaltung an der Reihe ist, nachdem ich die Elektrik im letzten Video abgeschlossen habe. Ich habe verschiedene Kreidefarben gekauft, einfach im Baumarkt. Das ist hier für den Oberschrank und für die Küchenzeile. Das ist ja aktuell so ein Graublau, das ist mir ein bisschen zu dunkel, das möchte ich gerne einfach ein bisschen heller. Das Tolle an Kreidefarbe ist, dass ich sowohl die Möbel als auch die Wand damit streichen kann. Somit hat alles am Ende einen einheitlichen Farbton. Außerdem finde ich das Finish von Kreidefarbe etwas schöner. Ich hatte davor normalen Buntlack verwendet, der war mir einfach ein bisschen zu glänzend. Außerdem ist Kreidefarbe etwas umweltfreundlicher als herkömmliche Lacke und Farben. Das ist natürlich auch ein toller Nebeneffekt. So, ich habe hier einige Löcher, wo die Lampe davor war. Das muss ich jetzt hier ein bisschen schön machen. Generell habe ich ja bei der letzten Lackierung das hier weiß gelassen. Und auch hier unten, das ist ja auch eigentlich braun geblieben bei meiner ersten Lackierung, als ich das gemacht habe. Das werde ich jetzt alles ändern, einfach weil ich es cool fände, wenn einfach alles diese Farbe hätte. Und mir auch, ich habe mich satt gesehen an diesem Furnierton. Es ist einfach, ich kann es nicht mehr sehen. Es schreit einfach so sehr nach altem Wohnmobil. Und ja, es muss gehen. Jascha hat mir das hier in die Hand gedrückt. Reparatur Holzspachtel. Schauen wir mal. Wow. Also das Zeug ist auf jeden Fall der Hammer. Das hätte ich schon gerne mal eher in meinem Leben gehabt. Da hatte ich hier schon einige solcher Baustellen, die ich dann immer mit Zeitungspapier oder so gelöst habe. Da ist es um Welten besser und ich habe hier wirklich noch einige Löcher, wo einfach Kabel lagen oder sonstiges, die ich jetzt zumachen kann. Jetzt, nach gefühlt tagelanger Vorbereitung, ist es endlich bereit für den ersten Strich. Schicht Nummer 1 ist drauf. Ich muss sagen, ich bin aktuell noch nicht 100% überzeugt von meiner Farbwahl, weil es irgendwie so ein bisschen wie so ein angelaufenes Weiß ansieht, wie so ein grünlich angelaufenes Weiß und auch nicht wie so ein schönes Grün. Also ich habe ja schon mehrere Sachen mit der Farbe lackiert und es hat mir bisher auch immer gut gefallen, aber die Sachen standen halt an sehr hellen Orten oder stehen an hellen Orten. Und hier, ich meine, jetzt ist auch das Wetter so ein bisschen grau, ist hier drin jetzt auch nicht sonderlich hell. Ja, werde es jetzt auf jeden Fall nochmal lackieren und wird schon.
einige der Schrauben, die ich gerade rausgedreht habe aus dem Fußboden, sind irgendwie rostig und wirken irgendwie so, als ob der Boden nass wäre. Ja, das werde ich dann wohl herausfinden, wenn ich den Fußboden neu mache. Ich hoffe, da erwartet mich keine böse Überraschung. Ich mache jetzt einfach mal weiter und tue so, als hätte ich das nicht gesehen. Die Zeit, in der die Farbe trocknet, ist für mich besonders hart, denn ich hasse Warten. Zum Glück habe ich ungefähr 100 verschiedene Hobbys, die ich alle in dieser Zeit betreiben kann. Hula Hoop, im Gewächshaus meine Braunfäule verarzten, Ohrringe basteln, Muffins auf meinem neuen Liegestuhl genießen oder mich in Aquarell versuchen. Ich liebe es, neue Sachen zu lernen und bringe mir selbst gern Dinge bei, aber das hat definitiv seine Grenzen. Und da ist es schön, wenn einen jemand an die Hand nimmt. Und da kommt Skillshare ins Spiel, der Sponsor dieses Videos. Skillshare ist eine Online-Lernplattform. Hier findest du Inspirationen und Ideen zu unterschiedlichsten Themen im Bereich der Kreativität sowie der persönlichen und professionellen Weiterentwicklung. Für unterwegs gibt es eine praktische App. Alle Kurse gibt es mit deutschen Untertiteln. Das deutsche Angebot wächst aber auch immer weiter. Mit dem praktischen Jahresabo erhältst du uneingeschränkt und werbefrei Zugang zu allen Kursen. Wöchentlich kommen auch neue dazu. Ich habe mir zum Beispiel einen deutschsprachigen Kurs zum Thema Skizzenbuch angeschaut, weil ich gerne male und zeichne, aber mir da oft der Impuls fehlt. Ich brauche oft einen ersten Anstupser für meine Kreativität. Dabei kann Skillshare helfen und die richtigen Werkzeuge an die Hand geben. Es gibt auch karriereorientierte Kurse. Ich habe mir da welche zum Thema Marketing und YouTube angeschaut. Egal ob Anfänger oder fortgeschritten, es ist für jeden etwas dabei. Die ersten 1000 Personen, die auf den Link in der Infobox klicken, bekommen zusätzlich einen Probemonat und können Skillshare ganz unverbindlich testen. Schau gern vorbei. Guten Morgen, wir haben wunderschönstes Wetter und mir fällt gerade auf, dass meine Ohrringe dieselbe Farbe haben wie unsere Klappläden. Das ist witzig. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe unter dem letzten Video einige Kommentare zu meinen Ohrringen bekommen. Die sind nämlich ganz neu im Shop. Ich hatte jetzt bisher im Video die weißen Ebenholzohrringe an und das ist Red Heart. Schau gerne in der Infobox vorbei, das sind die Infos zu meinem Shop. Aber zurück zum Wohnmobil. Und zwar bin ich durch mit dem Grün. Endlich Erfolgserlebnisse. So, ich bin sehr zufrieden, wie sich das Grün hier macht. Ich bin auch noch gespannt, wie es dann mit den Klappen aussieht. Aber soweit sehr hübsch. Ich werde jetzt die Klappen erstmal noch nicht wieder anbringen, weil ich das gerne noch versiegeln möchte. Das mache ich dann aber in einem Schwung, wenn ich auch alle anderen Möbel versiegle. Alles, was jetzt noch an Möbeln nicht lackiert ist, wird weiß werden. Beziehungsweise die hier werde ich wahrscheinlich komplett austauschen. Das tut mir irgendwie ein bisschen weh, weil diese Bilder hat ja damals meine Schwester für mich gemalt und die sind auch voll schön und so. Aber zum einen habe ich mich an denen irgendwie einfach satt gesehen und ich möchte einfach eine Veränderung. Es fällt mir aber mega schwer, wirklich. Trotzdem fallen mir solche Veränderungen mittlerweile schon wesentlich leichter als noch zu Beginn. Als ich vor 3 Jahren das Wohnmobil gekauft habe, war ich erstmal ziemlich vorsichtig. Ich weiß noch, da hatte ich das Wohnmobil vielleicht ein paar Tage, da habe ich zu Jascha gesagt, also die Wandfarbe ist ja so gräulich, das wäre in Weiß ja schon schöner. Und Jascha meinte dann, wir haben hier Wandfarbe, dann streichen wir es doch einfach weiß. Und ich war dann erstmal total perplex und dachte, nee, das können wir doch jetzt nicht einfach machen. Aber doch, haben wir gemacht und ich habe mich langsam mit dem Gedanken angefreundet, dass es eben mein kleines Eigenheim ist und keine Mietwohnung und ich deshalb hier auch alles machen kann, wie ich das möchte. Ich hatte hier diese süßen Knöpfe mal getöpfert. Ich finde die auch immer noch ganz nett. Aber das Wohnmobil soll jetzt ja von der Farbgestaltung her eher so in
grün, vielleicht auch rot Richtung. Ich bin mir noch unsicher. Deswegen müssen die Knöpfe erstmal ab. Entweder ich lackiere die dann anders oder da kommt einfach was anderes hin. Weiß ich noch nicht. Aber erstmal müssen sie ab. Oh, endlich mache ich diese hässlichen Garderobenhaken ab. Keine Ahnung, warum ich die nicht schon früher rausgeschmissen habe. Ich weiß nicht, geht einfach gar nicht. Es ist gerade super früh, aber es sollen heute noch 30 Grad geben, deswegen ja, ist es Mittag eigentlich nicht wirklich möglich im Wohnmobil zu arbeiten, weil es dann zu warm ist. Deswegen versuche ich ein bisschen früher anzufangen. Und ich habe heute die Ohrringe in Ebenholz dran, finde ich auch sehr schön. Ich war gestern nicht ganz sicher, ob es eine gute Entscheidung war, die weißen Schränke jetzt in einem anderen Weiß zu überstreichen. Also, ich habe die Schränke damals in einem Cremeweiß gestrichen und mich jetzt aber bewusst für ein eher kälteres Weiß entschieden. Hier sieht man es eigentlich ganz gut. Ich hatte hier dieses kleine Stück Wand mit der Möbelfarbe auch gestrichen. Hier sieht man den Unterschied ganz gut, dass das jetzt eben diese neue, kältere, weiße Möbelfarbe ist und das war die davor. Hier drin ist nicht so viel Licht und das sah dann immer so ein bisschen gelblich aus. Ja, aber hätte ich die Schränke in dem Cremeweiß wieder nachgestrichen, hätte ich wahrscheinlich nur einmal oder zweimal natürlich drüber streichen müssen. Da es jetzt aber eine neue Farbe ist, muss ich da schon öfter drüber gehen. Ich habe gestern zweimal drüber gestrichen und ich denke, ich werde heute auch noch zweimal drüber müssen. Ja, ist eine Riesenmühe dafür, dass ein weißer Schrank jetzt ein anderes Weiß hat. Aber ich glaube, es wird sich lohnen. Man muss in einem Camper schon anders denken als in einer Wohnung. Ich kannte halt die Regel, dass man eher ein cremiges Weiß verwenden soll, damit der Raum nicht zu kühl wirkt. Im Camper hingegen wirkt ein cremiges Weiß durch den kleinen Raum oft ein bisschen schmierig, weswegen ich hier dann doch ein Kaltweiß besser finde, obwohl man das ja eigentlich nicht macht. Ich habe jetzt auch 2 Schichten weiße Farbe aufgetragen und bin echt ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Ich werde jetzt sowohl das Grün als auch das Weiß noch versiegeln. Die Farbe ist irgendwie so leicht weißlich, aber die sollte dann matt farblos werden. Also ich bin gespannt, aber ich bin guter Dinge. Ich habe keine Lust mehr. Das Schlimme bei dieser Versiegelung ist, dass man nicht mal einen Unterschied sieht. Man streicht die ganze Zeit irgendwas, aber dadurch, dass es unsichtbar ist, sieht man keinerlei Veränderung, keinerlei Fortschritt. Das ist wirklich super deprimierend. Ich habe schon öfter Möbel mit Kreidefarbe gestrichen, aber die noch nie versiegelt, weil es einfach nicht notwendig war, weil es nie Möbel waren, die einer hohen Belastung ausgesetzt sind. Im Wohnmobil brauche ich das aber auf alle Fälle. Die Möbel bekommen so schnell Striemen und ich bin da wirklich gespannt, wie sich die Kreidefarbe über einen längeren Zeitraum verhält.
Scheiße, streiche ich hier hinten überhaupt? Das wäre echt nochmal viel mehr Arbeit. Zwischen diesen Aufnahmen liegen auch 3 Tage Streichpause, weil es einfach so warm war. Im Wohnmobil auch gerne mal 38 Grad, draußen dann um die 30 Grad und ich wusste, dass das wohl auch die letzten Hochsommertage sind für dieses Jahr. Das wollte ich natürlich auch nutzen und die Zeit nicht nur im Auto verbringen. Zeitgleich hatte ich natürlich auch noch alles mögliche andere zu tun und ich hätte am liebsten gewünscht, mich in 3 Teile teilen zu können. Eine Person macht das Auto, eine andere sitzt am Laptop und eine ist mit meiner Schwester am See und das wäre natürlich dann gern ich. Ich habe auch endlich wieder die Verkleidung für meinen Wasserschaden angebracht. Die hatte ich schon die ganze Zeit rumliegen, aber ich wollte noch mal sehen, ob das alles wirklich dicht ist. Und es hatte wirklich so viel geregnet, also ich kann mir jetzt sicher sein, dass es dicht ist und deswegen kann das auch wieder an die Wand. Ich war gerade ein bisschen angepisst, weil ich mich eh schon die ganze Zeit gedrückt habe vor dieser Alkoven-Sache, weil es hier halt besonders heiß ist. Und ich mir auch so nicht ganz sicher war, in welcher Farbe ich das jetzt streichen möchte. Und ich habe noch eine andere Farbe, die will ich auch hier unten dann noch benutzen für die Sitzgruppe. Dann kam Jascha und meinte, nee, mach das nicht, mach's weiß. Jetzt bin ich so, oh nein, ich glaube, er hat recht. Aber ich habe es einfach satt, weiße Sachen weiß zu streichen. Aber ich werde es jetzt tun. Ah, oh mein Gott. So, ich bin jetzt zum ersten Mal clever in dieser Renovierung und tue die Schrauben direkt hier dran kleben, damit ich weiß, wo die her waren. Ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit schon die Schrauben separat gesammelt für jedes Teil. Also auch für die Türen und so, aber ich habe leider das nicht beschriftet. Also ich habe jetzt ganz viele Pakete mit Schrauben, aber keine Ahnung, zu was sie gehören. Jetzt bin ich clever und klebe es direkt da dran. Warum kann ich nicht normal sein und bei 30 Grad ins Schwimmbad gehen? Nein, ich muss mein Wohnmobil renovieren. Weiße Wände, weiß streichen. What a life. Hilfe. Diese Platten, die standen für mich lange unter so einer Art Denkmalschutz, weil ich das so cool fand, dass einer der Vorbesitzer hier so Sachen drauf geschrieben hat. Aber jetzt ist es genug mit der Melancholie und Romantik. Und das Ganze wird jetzt eingefärbt. Das ist auch eine ähnliche Farbe, wie die Polster später haben werden. Als letztes habe ich dann diese Kleiderschranktüre nochmal ausgebaut, um die komplett weiß zu streichen. Anschließend wurde alles versiegelt. Ich habe auch alles, was ich schon mal versiegelt hatte, nochmal versiegelt, weil da stand, man kann das auch in 2 Schichten auftragen für eine besonders hohe Stoßfestigkeit und das kann ich im Wohnmobil auf jeden Fall gebrauchen.
wunderschönstes Abendlicht und es nähert sich hier alles dem großen Finale. Ich werde jetzt alle Türen wieder anbringen und bin dann erstmal durch mit dem Streichen. Hello zu meinem frisch gestrichenen Wohnmobil. 7 Tage Arbeit, 7 volle Tage habe ich gestrichen. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Ich dachte am Anfang, es dauert so 3. Aber jetzt ist es vollbracht. Das Weiß nachzustreichen hat sich, denke ich, schon gelohnt. Und auch das Grün gefällt mir super hier als neues Detail. Hier am Kleiderschrank habe ich außerdem einen neuen Knopf. Den habe ich in Frankreich auf einem Markt gekauft. Ich habe noch 2 weitere, die werde ich hier noch irgendwo integrieren. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, wo. Ich werde wahrscheinlich die nächsten 2 Wochen hier überall noch Klebestreifen entdecken. Das Schlimme ist leider, dass das erst der Anfang ist. Denn die Farbumgestaltung ist noch nicht vollendet. Ich habe ja damals in der ersten Renovierung bin ich bei Blau geblieben, wegen diesen Polstern, die hier überall sind. Und damals dachte ich, na gut, das muss ich halt so akzeptieren, das ist halt so. Aber die werde ich auch neu machen. Die Polster werde ich neu machen, hier kommen noch andere Türen dran. Die Arbeitsplatte wird auch verändert, die Schublade wird verändert, also es passiert noch einiges hier. Außerdem gibt es natürlich auch noch einen neuen Fußboden. Das Bad ist ja noch gar nicht angefangen, das wird auch komplett neu. Also gibt noch einiges zu sehen. Machen wir noch irgendwas Lustiges.